In diesem Video klären wir die Frage, ob du deine Kurse lieber doch nicht auf Udemy einstellen solltest. Udemy ist so eine Sache, ne? Oftmals sind wir da ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite größte Plattform überhaupt mit der größten Menge an Online-Kursen, die man sich nur vorstellen kann, unglaublich vielen Dozenten, die eine Vielfalt an Fähigkeiten vermitteln, also eigentlich klasse. Auf der anderen Seite fahren sie natürlich sehr viel Werbung, das ist auch wieder ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite ist es aber so, sie bieten ganz, ganz häufig ihre Produkte, also die Produkte ihrer Dozenten zu Dumpingpreisen an. Ne? Und schon verkauft der Dozent vielleicht seinen hochwertigen Kurs für 10, 11, 12 Euro und selten für mehr. Und wenn man jetzt als User auf die Plattform kommt und man ist nicht gerade neu, dann sieht man dann plötzlich, kostet ein Kurs 140 Euro. Kauft man den dann? Aber natürlich nicht. Man wartet auf den nächsten Sale. Und daher, also das resultiert dann darin, dass man eigentlich fast nie einen Kurs zu einem Normalpreis verkauft. Ich glaube, mir ist das bisher einmal, zweimal passiert. Also nein, eigentlich fast nie zum Normalpreis. Ich weiß, man redet da nicht gerne drüber. Und ja, das ist definitiv ein Grund, warum man zweimal darüber nachdenken könnte, ob man bei Udemy verkauft oder nicht. Weil man kriegt natürlich schnell den Eindruck, es ist billig, also taucht es gleich nichts. Ist das denn so? Kann das denn sein? Und wenn du auf irgendeiner privaten, in Anführungsstrichen privaten Webseite einen Kurs kaufen willst, dann kostet der eben ja, 3, 4, 500 oder auch 1000 Euro. Und der ist dann zwangsläufig besser. Zumindest hat man dieses Gefühl. Ja? Man hat ja erstmal so, ja, was nichts kostet, das taucht auch nichts. Ne? Das ist ja so diese Meinung, die man so landesweit hat eigentlich. Ne? Also wer billig kauft, kauft doppelt. Kennt auch jeder den Spruch. Ist das so? Ist das wirklich ja ein Problem bei Udemy? Ja und nein. Ich verstehe, dass jeder, der auf die Plattform kommt und die Kurse für 11,99 € sieht, diesen Eindruck gewinnt. Aber, das ist ein dickes Aber. Udemy hat nämlich ein unabhängiges Bewertungssystem. Heißt, man kann das ja ganz schwer faken. Ne? Wie soll man das auch machen? Also man kann Leute um eine Review bitten, um eine Rezension bitten, dass sie ihre Meinung abgeben zu dem Produkt, aber man kann ja nicht zwangsläufig sich 5 Accounts anlegen und jeder überall einloggen, den Kurs kaufen, angucken und dann irgendeine Bewertung abgeben. Das wäre auf jeden Fall sehr aufwendig. Ne? Machbar ist bestimmt und wer faken will, kann das wahrscheinlich auch irgendwie tun, aber unterm Strich ist das sehr aufwendig. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man es denn nicht tut oder sagen wir wenig tut, dann ist es ja nun mal so, wenn sich 1000 Leute in den Kurs eingeschrieben haben und vielleicht 50 Bewertungen hinterlassen haben und die Bewertungen einen Durchschnitt von, ich sag mal, 4,4 oder 4,5 haben, dann muss der Kurs gut sein. Ne? Weil diese Bewertungen haben aussortiert, ob der Kurs ein guter oder ein schlechter ist. Ne? Es können nicht alle 50 Leute gelogen haben. Es können nicht alle 50 Leute ein Fake sein. Daher hat sich das Ganze, ja, sagen wir mal, selbst geregelt. Und wenn irgendwas besonders schlecht ist, dann wird es wahrscheinlich in den Kommentaren auch genannt, warum es besonders schlecht ist. Manche hinterlassen einfach nur ihre Bewertung und sind weg, aber andere, die sagen auch detailliert ihre Meinung und auf die sollte man natürlich achten, ne? Also ob als Dozent oder als Kunde, weil vielleicht der Nachteil für den einen ist vielleicht gar keiner für den anderen. Ne? Ja, und aus dem Grund glaube ich, dass es auf Udemy sehr, sehr hochwertige Kurse gibt, weil eben alleine durch das Bewertungssystem sich das Ganze schon die Spreu vom Weißen trennt, ne? Sich einfach aussortiert. Ja, und dann kann man auch für 11,99 € einen sehr guten und qualitativ hochwertigen Kurs kaufen. Und nicht zu vergessen, ich habe dieses Beispiel schon mal in einem anderen Video gebracht. Es ist ja nun mal so, wie viel ist denn so ein Online-Kurs überhaupt wert? Ne? Also ein Auto, da wissen wir, das kostet wahrscheinlich 5, 6, 7, ab, ich sag mal 7.000, 8.000 € aufwärts, wenn ich ein neues kaufe. Ja? Je nachdem, ob ich ein ganz kleines haben will oder ein ganz großes, ist das natürlich kein Limit. Ein Computer kostet auch schon mal 300 €, wenn ich den im Supermarkt kaufe. Er kann aber auch 3.000 € kosten, wenn ich zu Apple gehe. Also
auch da wieder trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Wenn ich mir überlege, welche Bewertung hat Apple, welche Bewertung vielleicht der Supermarktcomputer. Ja, an dieser Stelle kennst du die Antwort wahrscheinlich selber. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen einmal zum Online-Kurs zurück. Und da ist es ja nun mal so, wenn wir mal zurückdenken an eine Zeit, als es noch DVDs gab oder CDs gab. Da gab es dann immer in irgendwelchen Buchhandlungen eine CD oder DVD zu einem bestimmten Thema für 30, 40 Euro. Sagen wir mal Webdesign für Anfänger oder so lernst du Word oder so lernst du Dreamweaver oder was auch immer. Und meistens waren die von, ja zum Beispiel von Video2Brain als Anbieter und dann haben die so zwischen 30 und 40 Euro gekostet. Jetzt bekommt der Dozent leider keine 30 oder 40 Euro dafür. Ne? Da sind Produktionskosten drin, da sind Vertriebskosten drin, da sind Kosten drin, die der Anbieter dem in Rechnung stellt, wenn er die für ihn verkauft. Also da ist jede Menge drin, dass der Dozent dann im Endeffekt vielleicht 10 Euro bekommt. Das ist jetzt nicht so abwegig. Also ist das eventuell der gängige Marktpreis, ne? Weil man hat als Dozent bei Udemy, gibt es diese ganzen Probleme ja nicht. Ne? Also ich muss das Ganze weder produzieren, noch von jemandem verkaufen lassen, bis auf Udemy. Und aus dem Grund ist der Preis in dieser Kategorie wahrscheinlich ein realer Preis. Ne? Wir hätten natürlich alle gerne, dass unsere Produkte mehr wert sind. Ne? Also wir möchten natürlich alle sagen, ja, egal ob Udemy oder auf der eigenen Webseite, ja, 300, 400, 500 Euro, super für die ganze Mühe. Ne? Wie viel Mühe kostet es, ein ganzes Musikalbum zu produzieren mit 10, 15, 20 tollen Liedern drauf? Ist das nur 15 Euro wert? Ne? Also du siehst, es ist alles relativ. Ne? Oder wenn ich einen Film kaufe, kostet mich der vielleicht früher auch, ne? Wenn ich eine DVD gekauft habe oder heute meinetwegen, ich kaufe das Ganze online, dann kostet mich das Ganze vielleicht 10 Euro, 12, 15 Euro. Mehr nicht. Warum um alles in der Welt sollte jetzt ein Online-Kurs so viel mehr wert sein? Glaub mir, ich hätte es auch gerne. Keine Frage. Also ich möchte natürlich lieber für 2000 Euro einen Online-Kurs verkaufen, als für 10 Euro. Aber, und das ist auch wieder ein dickes Aber, bei Udemy macht es die Masse. Die haben so viele Millionen von Kunden auf der Webseite jeden Tag und du kannst natürlich auch selber Werbung machen, dass du verkaufst, auch wenn du nichts tust. Ne? Und das ist natürlich das Schöne daran. Ne? Also du hast einen starken Partner an deiner Seite. Ja, in diesem Sinne, vielleicht machst du einmal Gedanken, vielleicht schreibst du mir in die Kommentare, wie du das siehst. Ist Udemy zu einem Dumpingort verkommen, ein Dumpingpreisort? Ja? Oder regelt sich das Ganze durch die Bewertung selber und du kannst dort auch durchaus für kleines Geld qualitativ hochwertige Kurse kaufen? Ich würde mich freuen, von dir zu hören und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.